Die Brücke besteht aus großen behauenen Steinblöcken und hat eine Länge von ca. 50 Metern. Die Pfeiler der Brücke stehen im Flussbett des Neckars und sind mit Eisengittern verstärkt. Die Brücke hatte früher 3 Bögen, von denen jedoch nur noch einer erhalten ist. Wir fuhren immer flussabwärts dem Neckar entlang. Der Radweg ist wunderschön. Die Stadt Muggelsheim ist bekannt für ihren Wein und ihre Kelterhöfe. Hier kann man auch das Schifffahrtsmuseum besuchen, das die Geschichte der Schifffahrt auf dem Neckar und der Region präsentiert. In Hesigheim, einer der schönsten Weinorte am Neckar, kann man die historischen Fachwerkhäuser besichtigen und den Blick auf den Fluss und die Umgebung genießen. Hier gibt es auch die Hesigheimer Felsengärten, die eine einzigartige Landschaft bieten und ein beliebtes Ausflugsziel sind. Das Besigheimer Stadttor ist ein imposantes Torhaus in der Altstadt von Besigheim. Das Torhaus ist ein bedeutendes Beispiel der spätmittelalterlichen Wehrarchitektur in der Region. Hier findet man auch die Besigheimer Felsengärten, die eine beeindruckende Aussicht bieten. Die Felsengärten sind eine einzigartige Weinberglandschaft in Besigheim am Neckar, die aus terrassenförmigen Kalkfelsen und Weinreben besteht. Diese Landschaft hat zahlreiche Künstler inspiriert, die ihre Eindrücke in verschiedenen Kunstwerken festgehalten haben.
Hier kurz vor Laufen am Neckar im Biergarten haben wir Rast gemacht und haben etwas gegessen und was getrunken. Es war sehr warm. Der Bootshafen von Laufen am Neckar bietet Platz für zahlreiche Boote und Yachten und ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Fahrt auf dem Neckar. Hier können Besucher Boote und Kanus mieten oder an geführten Touren teilnehmen. Der Hafen verfügt auch über eine Slipanlage für Boote, die ins Wasser gelassen werden müssen. Das Schloss Laufen am Neckar ist eine imposante Burganlage in der Stadt. Die Burg wurde im 11. Jahrhundert errichtet und war ursprünglich ein Wachturm, der den Handelsweg am Neckar überwachte. Im 16. Jahrhundert wurde das Schloss in Renaissance-Stil umgebaut und erweitert, wobei weitere Gebäude und Türme hinzugefügt wurden. Im 18. Jahrhundert wurde das Schloss dann barockisiert. Links das Kloster von Bad Wimpfen. In Bad Wimpfen haben wir übernachtet, bevor es am nächsten Tag weiterging Richtung Heidelberg. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Bad Wimpfen gehört die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern, engen Gassen, historischen Plätzen. Besonders sehenswert sind der Marktplatz mit dem gotischen Rathaus und dem Salzhaus sowie der Blaue Turm, ein ehemaliger Wehrturm aus dem 12. Jahrhundert. Ein weiteres Highlight in Bad Wimpfen ist die Kaiserpfalz, eine beeindruckende Burganlage, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Die Burg war einst eine wichtige Residenz der Stauferkaiser und ist heute ein beliebtes Ziel für Besucher, die die Geschichte und Architektur der Region erkunden möchten. Hier rechts am Stadttor haben wir übernachtet.
Über die Nacht gab es ein kleines Gewitter, das sich aber am Morgen des zweiten Tages sich verzogen hat. In Sichtweite die Burg Gutenberg, die sich auf einem Hügel oberhalb des Flusses Neckar in der Nähe der Stadt Neckarmühlbach befindet. Die Burg stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist seitdem mehrmals umgebaut worden. Heute ist sie ein beliebtes Touristenziel und beherbergt ein Vogelpark, Museum sowie ein Restaurant. Die Burg ist auch bekannt für ihre Greifvogelschau, bei der Besucher die Möglichkeit haben, verschiedene Arten von Greifvögeln aus nächster Nähe zu sehen. Die Burg Hornberg war einst die Residenz der Adelsfamilie der Hohenstaufen, zu der auch der berühmte römisch-deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa gehörte. Die Burg Dauchstein stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die Anlage wurde wahrscheinlich als Zollstelle in einer Talbiege errichtet und gehört zu den eher typischen Hangburgen. Ursprünglich diente Burg Zwingenberg als Grenzfestung des Erzbistums Mainz und als Verwaltungssitz für das Gebiet um den Fluss Neckar. Im 14. Jahrhundert wurde die Burg an die Herren von Hirschhorn verkauft, die sie weiter ausbauten und erweiterten. Im 16. Jahrhundert diente sie zeitweise als Gefängnis und später als Wohnsitz für Adlige. Die Burg Stolzeneck ist die Ruine einer Höhenburg über dem Neckar bei Eberbach. Eberbach am Ufer des Neckar. Die Stadt hat eine lange Geschichte und ist bekannt für ihre gute erhaltene Altstadt, ihre Weine und ihre landschaftliche, reizvolle Lage im Odenwald. Hier haben wir zu Mittag gegessen. Die Schleuse Neckarsteinach ist 126 Meter lang und 12 Meter breit.
Die Burg Hirschhorn wurde im 11. Jahrhundert errichtet und war eine wichtige Festung im Mittelalter. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg zu einem Schloss umgebaut und diente als Residenz für die Fürstbischöfe von Mainz. Das Fazit der 2-Tagestour von Marbach nach Heidelberg: Es ist ein wunderschöner Abschnitt am Neckar, aber um die Burgen und die Stadt Heidelberg zu besichtigen, sollte man mindestens 2 Übernachtungen einrechnen. Wenn dir die Tour gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Like freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.